Frau Volk, Sie hatten im Laufe Ihres Lebens viele besondere Erfahrungen. Die erste schon bereits als Kind im Zusammenhang mit einem dramatischen Ereignis. Können Sie erzählen, wie es dazu kam? Vielleicht sollte ich was vorausschicken. Ich hatte mit Anfang 40 eine schlimme Krebserkrankung und wurde in dem Zusammenhang 4-mal, das waren riesige OPs. Und nach diesen OPs habe ich mir überlegt, wieso bin ich krebskrank geworden, weil ich davon ausgehe, dass normalerweise die Natur eigentlich alles tipptopp macht. Und schon habe ich gedacht, also die Krebserkrankung ist ja kein Zufall. Und bei meinen Recherchen bin ich dann darauf gestoßen, dass es vielleicht Traumata sind, die sich in meinem Körper festgesetzt haben und die dazu führten, dass ich letztendlich eine derart schwere Erkrankung kriegte. Und dann habe ich mir eine Therapeutin gesucht und habe die auch relativ zügig gefunden. Und dann habe ich angefangen, eine Traumatherapie zu machen. Bei dieser Traumatherapie ist es so, dass man im Grunde genommen in einen entspannten Zustand versetzt wird. Also es ist keine Hypnose, das betone ich. Es ist keine Hypnose. Man entspannt sich einfach. Das heißt, man hat auch Kontrolle über das, was man denn wiedererlebt, denn diese Methode nennt sich begleitetes Wiedererleben und es wird auch alles protokolliert, was man in dem Zusammenhang beschreibt, was man sieht. Man ist da nicht alleine gelassen. Genau. Und bei diesen begleitenden Wiedererlebensepisoden ist es so, dass man reingeführt wird in die Sache über eine Befindlichkeit. Sei es beispielsweise hatte ich ganz lange nach den OPs fürchterliche Bauchkrämpfe in bestimmten Situationen und dann bin ich immer über die Bauchkrämpfe reingekommen und natürlich sind da Sachen hochgekommen, die waren nicht so toll. Aber also der einleitende Satz zu diesem begleitenden Wiedererleben ist immer, spüren Sie das ganz genau und wenn Sie das ganz genau fühlen, gehen Sie zurück in Zeit und Raum dahin, wo das erste Mal passierte. So, das ist jetzt also die Beschreibung, wie ich denn zu diesem traumatischen Erlebnis zurückgeführt wurde, sag ich mal. Und es passierte, da war ich 7 oder 8. Ich komme aus einem kleinen Dorf und wir hatten einen sehr großen Bauernhof und wir lebten da in der Großfamilie, das heißt, die Großeltern wohnten im Haus. Dann hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt 3 Geschwister und meine Eltern. Mein Vater war entweder auf dem Feld oder im Stall und meine Mutter kümmerte sich um das Haus und wie auch immer. Also an dem Tag, und jetzt geht es um das Erlebnis, nach dem Sie fragten, an dem Tag war es so, dass ich zu Hause alleine blieb und Hausaufgaben machte. War das 7 oder 8 vielleicht. Also wirklich klimperklein, ein kleines, zartes Wesen. Und machte Hausaufgaben. Und es klingelte an der Tür. Und dann bin ich die Treppe runtergegangen, mache die Haustüre auf und da steht ein Herr vor mir, jung. Und er war gekleidet wie ein Schreiner. Das habe ich aber auch erst später recherchiert. War gekleidet wie ein Schreiner, hatte so einen Stock über seine Schulter und hinten an dem Stock hing so ein Bündel. Und der fragte, ja, ob ich alleine sei, ob ich wisse, ob es eine Schreinerei in der Nähe gäbe. Und da sage ich, ja, das kann ich Ihnen zeigen. Ich weiß, wo der Schreiner hier im Dorf ist. Und
er hat dann noch ein paar Mal nachgefragt, ob ich alleine zu Hause sei. Und ich sagte, ja. Sind deine Mama und der Papa nicht da? Ich sage, nein. Das Auto war ja auch weg. Der Trecker war weg. Und meine Großeltern, das muss ich sagen, mein Großvater, der hatte 200 Meter weiter einen Arbeitsplatz, wo er Futtermittel und Düngemittel und Saatgut und solche Sachen verkaufte. Und meine Großmutter lief dann immer mal hin und brachte ihm Kaffee, Kuchen, dass er für den Nachmittag versorgt war. Ja, und die beiden waren also auch nicht im Hause. Ich war ganz alleine und er sagte, okay, dann zeig mir doch mal, wo der Schreiner ist. Ich sage, jawohl, das mache ich. So unbedarft und unbekümmert wie ich war. Und ging also mit ihm dann die Treppe runter, unter dem Torhaus durch und raus auf die Straße. Und dann sagte er, wo spielst du denn gerne? Und ich sage, oh, ich spiele gerne unten am Bach. Das ist schön da. Jetzt war das Frühling, das muss Mai oder was gewesen sein. Ich kann mich noch an den Löwenzahn erinnern, der blühte. Also das muss im April, Mai so etwa gewesen sein. Und ich hatte rote Strumpfhöschen an und Schüchen und ein Röckchen. Also ich war wirklich schnuckelig, goldig angezogen. Und der sagte, so, am Bach bist du gerne, dann zeig mal. Und dann bin ich mit ihm da runtergegangen an den Bach und wir hatten da wir nannten das Wehr. Das war so eine Stelle im Bach, wo zwei Bäche zusammenlaufen und dann fiel das über so einen Mini-Wasserfall, sag ich mal. Und da hielt ich mich als Kind wirklich gerne auf. Es war ruhig, das viele Wasser und naja, bin dann da mit ihm hingegangen und habe ihm das gesagt. Und ich habe noch so die Arme ausgebreitet und sage, schau mal, guck dir das an, ist das nicht schön? Guck mal die Mücken, wenn die so fliegen, da sind wie kleine Diamanten. Und ich war völlig fasziniert von meinem Paradies. Und ich sage noch so zu ihm, das ist mein Paradies, schau, wie schön. Und ich drehe mich so zu ihm rum. Und da hatte der so einen komischen Blick. Ich konnte mit dem Blick nichts anfangen. Ich habe gedacht, also der ist bestimmt genauso begeistert wie ich. Also ich liebte das. Und dann sagte er, und ging dann an der Seite, da war so eine Mauer. An der Mauer, da floss ganz wenig Wasser. Und da ist er an der Mauer so runtergegangen. Und dann ist unten, ist der Bach so eingebettet, also links und rechts gegen den Hang. Und da konnte nichts und niemand sehen, was sich da abspielt. Was auch immer sich da abspielt. Wir Kinder haben da immer Verstecken gespielt. Also da spielte sich was ab, was man einfach nicht sehen konnte von außen. Wenn man vom Dorf guckte, waren da die Baumwipfel, aber sonst sah man nichts. Und er ging da runter. Und da hat er gesagt, komm, zeig mir mal hier unten, was hier unten noch so ist. Ich sage, ja. Und gehe also hinter ihm her und sage, guck, und das ist mein Lieblingsbaum, das ist eine Erle, und guck mal hier, die Weiden. Und da war so eine große Weide, die hing so übers Wasser. Und ich habe mich da so mit den Füßen draufgestellt und dann mit dem Mal, also ich wurde von hinten gepackt und dann merkte ich den Druck und hinter mir den Baumstamm, die grobe Borke von dem Baumstamm eines Baumes, der da auf der anderen Seite stand, und hatte dann hier so einen Wahnsinnsdruck auf dem Hals und hing in der Luft. Ich spürte meine Beine, also die hingen in der Luft. Ich wollte mit den Füßen, habe ich dann versucht, wo ist der Boden? Aber ich hing auf Augenhöhe in der Luft. Also er guckte mir ins Gesicht. Und dieses Gesicht, ich weiß überhaupt nicht, ich konnte mit dem Gesichtsausdruck überhaupt nichts anfangen und das hat mich so erschreckt. Und dann dieser Druck auf den Hals und ich als Kind, ich machte den so, aber das war wie so ein Klammergriff. Ich versuchte den Griff zu lockern, weil ich merkte, das Atmen, ich kann überhaupt nicht atmen, aber auch das habe ich irgendwie nur so grenzwertig gemerkt. Ich merkte nur diesen Druck und dieser Schreck und wo ist der Boden? Und ich hörte dann irgendwas rascheln, so unterhalb seiner Taille. Also er hatte die eine Hand hat er hier und mit der anderen, ich merkte dann auch, der zog irgendwas an
an meiner Strumpfhose, also das spürte ich auch, aber das war irgendwie so eine Vielfalt von Eindrücken. Das war einfach, ich war völlig überwältigt von dem, was geht denn jetzt hier ab? Und der Druck hinten von der Borke des Baumes, und das schabte denn auch, weil also irgendwie ging dann so eine leichte Reibebewegung und das drückte hier hinten so fürchterlich. Das schabte an meiner Haut und hier vorne der Druck und also es war, ich habe einfach gedacht, was ist denn hier? Was ist denn hier? Und ich wollte einfach diesen Druck, den wollte ich loswerden und versuche also zu ziehen. Und plötzlich merke ich, wie meine Arme, da war überhaupt, die fielen so langsam, fielen die so links und rechts runter. Und dann habe ich noch gedacht, wo sind denn meine Arme? Und ich befürchte, also aus jetziger Sicht denke ich, da war einfach kein Sauerstoff mehr in meinem Körper und dann konnten die Muskeln nicht mehr arbeiten. Ich war im Grunde genommen am Ersticken, sage ich mal so. Und und dann das nächste, was ich sehe, er hatte mich ja an den Baum gegenüber von der Weide gedrückt. Und von der Weide, so neben der Weide, sehe ich plötzlich so eine Wolkenhand. Also eine große Hand aus Wolkenmaterial, sag ich mal, und hell, ganz hell, ganz hell. Und dann hörte ich eine Männerstimme. Und es war so eine tröstende Stimme, die sagte, komm, leg dich hier drauf, hier bist du sicher. Wir müssen unterbrechen. Entschuldigung, wir müssen unterbrechen, ganz kurz. Und dann kam diese Hand, diese Wolkenhand, hell, 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 aber ein angenehmes Hell. Und es sah aus wie ein großes Federbett. Das ist das Bild, was ich damals als Kind im Kopf hatte. Ein großes Federbett, so fluffig, flauschig, weich. Und die Stimme sagte, magst du dich hier drauflegen? Hier bist du sicher. Und dann habe ich mich da draufgelegt. So. Und habe gedacht, oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, und im nächsten Moment geht also diese Hand, die geht wie so ein Aufzug mit einer, ich sage jetzt mal salopp, Affengeschwindigkeit, liegt das nach oben. Und ich guckte dann von oben, ich sah von oben den Bach und ich sah die Bäume und ich sah mich und den Typen. Und dann ging das weiter hoch und da sah ich die Wiese und die Straße, die zu der Wiese führte. Und dann sah ich vorne die Straße, an der unser Gehöft lag, von wo ich gekommen war mit dem Herrn. Und sehe meine Großmutter, wie sie von der Stelle, wo mein Großvater arbeitete, auf dem Weg wieder war nach Hause. Und ich war ganz weit oben und ich sehe meine Großmutter und ich denke, Oma, Oma. Und in dem Moment machte das nicht. Und fand ich mich wieder in meinem Körper, im Laub sitzend, mit meinem nackten Po. Die Strumpfhose hing da unten irgendwo zwischen den Knien. Ich saß im Laub, es piepste und ich gucke nach rechts und da sehe ich diesen Menschen, wie er so verstohlen mir so einen Blick über die Schulter gibt und so nach vorne gebeugt in Eilschritt, also wieder an dieser Mauer entlang hoch und über diese Mauer verschwand. Und er hatte gesagt zu mir, er heißt Robert. Und ich rief noch hinter ihm her, Robert.
weil ich irgendwie gedacht habe, der muss mir doch jetzt hier helfen. Ich habe dem überhaupt nichts Böses unterstellt, so naiv, wie man mit Siegen eben ist. Ich habe das gar nicht kapiert, dass der mir was Böses wollte. Und der lief. Dann habe ich mich zusammengesammelt und mir das an meine Kleidung wieder zurechtgerückt, so gut es eben ging. Und weinte fürchterlich und weinte fürchterlich. Und ging dann auch da an der Mauer wieder hoch, über die Mauer. Und vorne an der Ecke zu der Straße, die ich mit ihm runtergekommen war, da wohnte eine Mutter von einer Schulkameradin, die war Spanierin. Die kam aus dem Baskenland, weiß ich noch. Und die hörte mich weinen. Ich muss da fürchterlich laut geweint haben. Und die guckte aus dem Fenster und sagte, Christiane, bist du Gute? Bist du Gute? Und ich konnte überhaupt nicht reagieren. Und sie rief immer, Christiane, bist du Gute? Und ich weinte und weinte und weinte und lief dann nach Hause. Und ich muss dann auch hyperventiliert haben, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, was dann war. Ich bin nach Hause gegangen, die Straße hoch, in den Hof rein, die Treppe hoch und ich hatte Dreckklüten an den Schuhen, bin dann die Treppe hochgelaufen und wollte nur noch in mein Zimmer. Und ich weinte ganz laut, ganz laut, ganz laut. Es war alles, was hatte der gemacht? Und also es ging mir auch irgendwie, also es war alles zu viel. Und gehe oben in mein Zimmer oder in das Zimmer, in dem ich mit meinen Geschwistern schlief. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich im Grunde genommen mich auf den Boden gelegt habe und war völlig außer mir und schlug mit der Faust auf den Boden und weinte fürchterlich. Und dann aufgrund des Hyperventilierens, anders kann ich mir das nicht erklären, so medizinisch gesehen, ich habe das auch versucht dann nachzurecherchieren später, bin ich wohl ohnmächtig geworden, weil auch dann war ich plötzlich wieder unter der Decke. Ich hing unter der Decke, sagt man ja auch so landläufig, und habe mich von oben gesehen. Und ich sehe, wie die Türe aufgeht und meine Großmutter kommt rein und sagt, Kind, 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 was ist, was hast du denn, Kind, was ist? Und ich konnte natürlich keine Antwort geben. Ich sah sie dann, also sie hatte verschiedene Krebs-OPs, also die konnte mit dem einen Arm, da hatte sie keine Kraft mehr. Sie hat mich auf den Rücken gedreht und hat mich aufgesetzt und ich hing da wie so eine tote Taube, so den Kopf nach vorne und ja, dann hat sie also ich glaube, mein Großvater, der war dann schon wieder zu Hause, es war ja dann auch irgendwann spät abends, hat sie den gerufen, der kam und sagte, hilf mir, hilf mir, hilf mir, setz mir das Kind auf den Schoß, guck mal, was hier ist. Und er war auch völlig außer sich. Die Großmutter setzte sich auf den Stuhl, auf dem ich vorher Hausaufgaben gemacht hatte. Und er hob mich hoch und die starken Arme von ihm, also ich merkte die dann und dann ging plötzlich so, habe ich ausgeatmet und dann wieder eingeatmet und dann habe ich mich von ihm auf den Schoß meiner Großmutter legen lassen. Oder er hat mich auf den Schoß meiner Großmutter gelegt und sie hat mir den Kopf gestrichen und hat gesagt, Kindchen, Kindchen. Und ich hing immer noch unter der Decke. Und habe dann, ich weiß es nicht, also ich habe dann gesehen, also erstmal gesehen von oben, dass ich mich so durchdrückte im Rücken und die Augen verdrehte. Also das ist das, was ich von oben gesehen habe und habe dann aber als über mir schwebend, sozusagen außer mir seiend, sagt man ja auch so, habe ich drei,
erstmal habe ich die als Horrorgestalten wahrgenommen. 3 Gesichter an der Wand gesehen, die also wie Fratzen sahen, die auch verzogen, das Gesicht ganz fürchterlich und war mir unheimlich. Ich kriegte dann irgendwie, also das habe ich mit Angst wahrgenommen. Und dann fingen die an, für mich klarer zu werden, die 3 Gestalten. Und ich stellte fest, das sind Familienmitglieder. Und das sind Familienmitglieder, die haben gelitten. Das eine war mein Urgroßvater, der ist 1960 gestorben. Dann ganz rechts war eine, das habe ich auch inzwischen recherchiert, das muss meine Urgroßmutter großväterlicherseits gewesen sein. Das war so eine, die war ganz verhalten. Und dann auf der anderen Seite war noch eine weibliche Figur. Da stellte sich dann raus, das ist dann die Urgroßmutter großmütterlicherseits. Und die alle, die hatten wohl fürchterlich gelitten in dem Haus. Irgendwie so habe ich das zumindest verstanden. Aber wie auch immer, die erschienen mir dann und machten mir eine Wahnsinnsangst. Die macht mir eine Wahnsinnsangst. Und ich sah dann immer noch von oben guckend meine Großmutter, die mich auf dem Schoß hielt, und ich entspannte mich dann so langsam, weil sie mich ständig massierte und mir über den Kopf strich, und die sang dann ständig Kirchenlieder. Also um Jesu meine Freude und lieber Jesus. Also so grob kann ich noch so die Melodie so im Ansatz, aber wie auch immer. Also eine sehr christliche Frau, die rieb mich und massierte mich an den Beinen. Und während sie mich dann so bearbeitete, rutschte ich dann so ein bisschen nach vorne, und sie hatte mich auf ihre Schürze gesetzt, und dann guckt sie so an mir runter und sieht auf der Schürze helles Blut. Da, wo meine Hüfte vorher lag, das hatte sich dann so ein bisschen verschoben in der Bewegung, und sie sieht da helles Blut. Mein Großvater kommt rein und dann sagt sie, guck mal. Und dann sagt er, was ist denn das? Und dann sagt sie, ja, was wird das sein? Wenn ein Kind so reagiert, was wird das sein? Und dann fing der an zu fluchen und wurde richtig, richtig sauer. Und dann sagte sie, mach uns mal einen Tee, geh du mal, ich krieg das schon. Und dann beruhigte die mich, und ich wachte dann irgendwann auf. Und dann sagte mein Großvater, der hatte ja dann, sagte, was hat die denn da am Hals? Und dann sagte meine Großmutter, ach du liebe Zeit, was ist das denn? Da sagte, also ich will ja jetzt nicht das so sagen, wie es mein Großvater sagte, der war ja dann immer sehr handfest in seiner Ausdrucksweise, aber er sagte, sie ist gewürgt worden. Der hat die gewürgt. Wer auch immer das war, der hat die gewürgt. Und dann der Blutfleck auf der Schürze und dann hier diese Würgemale am Hals. Also, ja, also meine Großmutter, die hat dann versucht zu retten, was zu retten war, indem sie mich dann erstmal fragte, was passiert sei. Und dann kam irgendwann der Tee, und dann, wie ich dann so langsam wieder so ein bisschen sowas Ähnliches wie Entspannung fühlte, konnte ich ihr dann beschreiben, dass es ein Mann war, blaue Augen, ein schwarzer Bart, schwarze Haare, ein Hemd. Die Schreiner, die hatten die Hemden immer so nach innen gekrempelt. Das machen Schreiner scheinbar so, damit die Späne sich nicht in den Ärmeln sammeln. Werden die Hemdsärmel, die werden nach innen hochgekrempelt und nicht nach außen, so wie ich das gewohnt war von meinem Vater. Und deswegen war es mir auch aufgefallen. Und dann hatte ich das meiner Großmutter so beschrieben, und dann sagte sie, ja, und was war denn? Ja, der suchte den Schreiner, und dann, was hatte der an? Ja, ein weißes Hemd und eine schwarze Korthose und diese diese festen, globigen Schuhe. Und ich glaube, sagte ich, er hatte einen Ohrring an. Ich habe dann meine Zeugenaussage gegenüber meiner Großmutter gemacht. Sie hat dann irgendwann gesagt, Kind, ich glaube, du gehst mal ins Bad und wäscht dich. Großmutter war mein Engel, mit meiner Mutter, das war nicht wirklich eine tolle Beziehung. Und meine Großmutter ahnte, dass es dann eventuell Schwierigkeiten geben könnte.
Ja, und hat dann im Grunde genommen das alles versteckt und hat auch den Lappen dann noch geholt und hat das alles in ihre Schürzentasche, sag ich mal, diese Tasche, die sie geformt hatte aus der Schürze, da hat sie dann meine Strumpfe reingesteckt und mein Höschen und auch den Flecken im Grunde genommen, der auf ihrer Schürze war, versteckt. Und dann kam meine Mutter rein und die schimpfte dann auch gleich, wer hat denn hier diese Drecklüten ins Haus getragen? Wer war denn das? Konnte ja nur ich sein. Aber ich hörte dann, wie ich oben im Bad war und mich noch wusch, dass meine Großmutter von oben rief, ich war im Garten, mach dir keine Gedanken, das war ich, mach dir keine Gedanken, ich mache es weg. Und da habe ich noch im Bad gedacht, die Oma lügt nie. Die Oma lügt nie. Warum lügt die? Das hat mich auch stutzig gemacht. Naja, und dann, ja, das ist das soweit. Frau Volk, Sie haben zu Beginn von einem begleiteten Wiedererleben gesprochen im Zusammenhang mit einer Traumaverarbeitung. Haben Sie bei diesem Wiedererleben noch weitere Dinge erlebt? Massig. Ich habe ganz viele außerkörperliche Erfahrungen gemacht, ganz viele, die immer dann passierten, wenn man mir physische oder psychische Gewalt antat. Sie hatten bei diesem begleiteten Wiedererleben auch eine Art von Rückführung in frühere Leben erlebt. Ich hatte ja gesagt, eingangs, dass der Satz immer lautet, gehen Sie zurück in Zeit und Raum, dahin, wo das zum ersten Mal passiert. Und ich hatte an einem Tag gesagt, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich bin fehl am Platz, ich gehöre hier nicht her. Und dann sagte sie, okay, dann gehen wir damit in das Wiedererleben rein. Gehen Sie zurück in Zeit und Raum, dahin, wo Sie das erste Mal, wo Sie das erste Mal spüren, fühlen oder erleben. So, und dann, also Herr Entschuldige, ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, da war ich selber ein bisschen platt, denn ich habe dann gesehen, ich gehe hoch ins All, hoch ins All. Ich sehe erst das Dorf, dann die ganze Gegend drumherum, Landkreis, das ist Deutschland, dann Europa und dann bin ich ganz oben und sehe Europa. Und dann von da oben geht es runter und dann plötzlich sehe ich Südamerika. Und ich lande irgendwo in einem nördlicheren Land von dem südamerikanischen Kontinent. Also erst grün und lande da und sehe dann als nächstes Bild vor mir einen Felsen. Und auf dem Felsen sitzt ein Ureinwohner, ein indianischer Ureinwohner mit einem, also ich sehe ihn so im Profil. Er hat hier so einen Kranz und hat hier in der Nase, hat er wie so ein weißes Pfeil. Und ganz stolzer Mann, jung, und hat in der Hand zwei Jagdinstrumente. Ich weiß nicht, das eine war ein Speer, war das andere ein Bogen wahrscheinlich, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, und dann höre ich, also man kann ja da auch die Geräusche aus den Situationen, das kann man ja dann auch alles hören. Ja. Und als nächstes höre ich einen Schuss und er fällt von dem Felsen runter und rollt ans Wasser runter.
Im nächsten Moment sind da ganz viele Männer mit Anzügen, wo ich so denke, was haben die an ihren Füßen? Was haben die an? Was sind denn das für komische Kleider? Wahnsinnig laut, also eine zerstörerische Szene, das hat mich völlig überfordert. Und ich weiß, in der Situation des Wiedererlebens habe ich dann ganz fürchterlich angefangen zu weinen und habe dann ständig gerufen, ein Nico, ein Nico, ein Nico. Ja, also ich wurde dann als Geisel genommen und wurde in ein Camp verbracht. Und in diesem Camp gab es 2 Käfige, gebaut aus Ästen, die waren in den Boden geschoben und miteinander verbunden, irgendwie per Seilen, also die waren befestigt. Und da in der Mitte waren 2 Pfähle und an diese Pfähle wurde ich hier und da wurde ich festgebunden. Ja, und dann gab es ja jede Menge Vergewaltigungsszenen ohne Ende. Was ich erwähnen möchte, ist, dass ich in diesem Camp, weil ich mich so wehre, hat dann einer von diesen Männern, der hat ausgeholt und hat mir einen Schlag in den Rücken versetzt. Und ich hörte einfach nur ein Knacken und ab da konnte ich mich mit den Beinen nicht mehr abstützen. Ab da hing ich nur noch so in diesen Fesseln. Also ich weiß auch die Hand, ich habe dann gesehen, dass die Haut offen war und ich hing im Grunde genommen an diesen beiden Fesseln und die Beine konnte ich nicht mehr bewegen und ab da haben die mit mir gemacht, was sie wollten und ich habe das nicht mehr gespürt. Warum erwähne ich das? Ein Orthopäde hat bei mir festgestellt, dass ich eine Rückgratverkrümmung habe, wo im Grunde genommen man gar nicht weiß, woher das kommt, aber es ist so, dass das Rückgrat mittendrin irgendwie so eine Delle macht und dann ganz normal weiter. Als Kind, kann ich mich erinnern, musste ich Gymnastik machen, um die Muskulatur zu stärken. Aber diese Delle, die ist geblieben. Und wenn ich denn tatsächlich mal bei einem Physiotherapeuten bin, ist es jedes Mal, was haben Sie denn hier gemacht und was ist denn da passiert? Ja, ich kann ja nicht anfangen, irgendwelchen medizinischen Personal zu erzählen. Ich war im letzten Leben Indianerin im Amazonas, das kann ich ja nicht bringen. Aber das, für meinen Geschmack, habe ich das aus dem letzten Leben mit hierher genommen. Und meine Mutter sagte immer, ich wurde schwarzhaarig geboren. Ich hatte ganz schwarzes Haar und das fiel mir dann aus. Und als Kind war ich heller blond. Und ich war aber mit schwarzem Haar geboren worden, wo ich so denke, ja, das passt. Kann man sagen, dass Sie aufgrund dieser vielen Erlebnisse bei diesen Rückerinnerungen überzeugt davon sind, dass Sie in einem früheren Leben da gelebt haben? Ja, so manche Sachen ergeben Sinn. Also ich habe Englisch und Spanisch studiert. Ja, warum hatte ich immer so ein Faible für Spanisch? Ich weiß nicht, warum ich mich immer dafür interessiert habe. Ich kann mich erinnern, ich habe mit 16 oder 17 mal eine Buchempfehlung gelesen über eine Schweizerin, die nach Guyana gegangen ist. Französisch-Guyana, glaube ich, und hat da mit den Ureinwohnern gelebt und hat dann darüber ein Buch verfasst. Dieses Buch ist inzwischen vergriffen, aber ich habe mir das gekauft und war völlig fasziniert und habe gedacht, was sind das für schöne Menschen. Das hat mich immer schon, beschäftigt. Im Jahre 2020 erlebten Sie auch eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Ich bin also morgens zu Fuß zur Bahn gegangen und es war November, es war dunkel. Und ich hatte da so, das waren 10 Minuten Fußweg, auch immer ganz schön, wenn man das morgens hat. Und ich laufe und dann mit dem Mal wird mir schwindelig. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Und
dann auf der linken Seite war die Fahrbahn und auf der rechten waren die Häuser. Und dann habe ich gedacht, da gehst du mal lieber ans Haus und hältst dich daran fest. Wenn du auf die Fahrbahn fällst, ist es blöd. Und habe mich also am Haus festgehalten und entlang gehangelt, denn ich wollte ja zum Zug. Und mir war schwindelig. Es war mir, ich konnte es mir auch gar nicht erklären. Ich konnte es mir nicht erklären. Und ja, und dann habe ich in der Situation, ich hatte dann auch die Augen zugemacht, weil ich gedacht habe, nur ein bisschen Luft schnappen, nur ein bisschen Luft schnappen und atme durch und sehe dann, ich sehe mich in so einem riesigen Raum, war so ein bisschen dunkler, so wie das Umfeld, es war eben November, und ich sehe dann so helle Lichter, die alle so in eine Richtung gehen. Die gehen alle in eine Richtung. Also wie Funken über einem Lagerfeuer, sag ich mal. Und die gingen alle nach oben und oben war dann so ein größerer heller Punkt, ein angenehmes helles Licht. Und da gingen alle hin und ich merkte, ich bin in der gleichen Richtung unterwegs. Also ich bewege mich mit diesen ganzen Funken in die gleiche Richtung und ich habe dann irgendwann verstanden, ich bin auch einer von diesen Funken. Das sind alles Menschenseelen, die da hoch, die wollen alle in die gleiche Richtung. Und ich schwebe also dann so hoch und dann sagt so eine Stimme von oben, auch wieder so eine angenehme Männerstimme, sagte, nee, noch nicht. Und dann merke ich, wie ich total enttäuscht, also ich fühlte mich total enttäuscht und dann plötzlich stellte ich fest, oh, ich war ja außer mir sozusagen. Ich war ja aus meinem Körper draußen, finde mich an der Wand wieder und habe dann Luft geholt und der Schwindel, der ging dann vorbei. Und dann bin ich zur Bahn gegangen und zur Arbeit gefahren, wie gewöhnlich, und habe dem erstmal nichts weiter beibemessen. Ich hatte dann irgendwann eine Kontrolluntersuchung bei der Hausärztin und die machte dann unter anderem auch ein EKG. Und dann stand da unter der Auswertung des EKGs stand dann Infarkt. Und dann sage ich so zu ihr, wieso steht da Infarkt? Ja, dann hatten Sie wohl einen leichten Infarkt. Ist in Ihrer Familie, gab es da Infarkte? Ich sage, ja, schon. Mein Großvater, als er den im Alter hatte, leichte Infarkte, aber der hat Fleisch gegessen. Nur ich esse ja gar kein Fleisch. Wieso kann ich denn einen Infarkt haben? Und dann habe ich erfahren, dass es sowas Ähnliches gibt. Also Frauen haben erstmal eine ganz andere Symptomatik bei Infarkten und dann gibt es so etwas, insbesondere bei Frauen, das nennt sich Broken Heart Syndrome. Und da wird der Infarkt im Grunde genommen nicht durch Ernährung, sondern durch die Situation rundherum ausgelöst und ist aber auch nichts anderes als ein Infarkt, aber auf weiblich, sage ich mal. Frau Volk, was meinen Sie, wie häufig sind außerkörperliche Erfahrungen? Ich glaube, dass außerkörperliche Erfahrungen was ganz Gängiges sind. Ich meine, ich bin Sprachenlehrerin und ich glaube, das ist eine ganz gängige Sache, denn warum sagt man, ich bin außer mir? Oder warum sagt man, ich stehe neben mir? Oder warum sagt man, oh, ich bin unter die Decke gegangen? Auch im Englischen sagt man, to flip out. Also to flip heißt eine kurze Bewegung und dann ist man raus. Sagt man ja im Englischen auch. Oder wenn man sich im Spanischen aufregt, sagt man exaltar. Ex heißt raus und alto ist hoch. Ex, raus und hoch. Ja, also weshalb ich glaube, dass wenn sich das in der Sprache schon so manifestiert hat, diese Redewendungen, dann ist das etwas, was man vielleicht nicht bewusst wahrnimmt, aber was durchaus häufig
so häufig passiert, dass es sich eben in sprachlichen Erscheinungen niederschlägt. Was für Auswirkungen hatten all diese besonderen Erfahrungen auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Ja, das ist umfangreich. Also zum einen verstehe ich, warum ich Spanisch studiert habe. Zum anderen denke ich, die Konstellation in Südamerika, also ich, die Tochter eines Stammesführers, sage ich mal. Mein Großvater, muss ich dazu sagen, war Bürgermeister in dem Dorf, aus dem ich stamme. Insofern passt auch das wieder. Die Verkrümmung meines Rückgrates und den Schlag, den ich also wiedererlebt habe, den man mir verpasst hat in dem Legionärslager, das passt irgendwie zusammen. Es ergibt irgendwie plötzlich alles Sinn. Und jetzt verstehe ich, warum ich Spanisch studiert habe. Jetzt verstehe ich, warum ich eine Tochter habe und warum im Grunde genommen ich nur ganz kurze Zeit verheiratet war und ich keinen Mann habe. Ich habe das hier alleine durchzuziehen. Das ist meine Aufgabe. Ja, das ist okay. Ich kann das jetzt besser annehmen. Kann man das so formulieren, dass Sie von früheren Leben überzeugt sind? Das kann man so sagen. Weil alles andere überhaupt keinen Sinn ergibt. Warum wird jemand mit einem Talent geboren? Das hat er sich aus dem letzten Leben erarbeitet und bringt das mit ins heutige Leben. Warum ich habe das jetzt vielfach gesehen, warum haben Leute beispielsweise ein Muttermal hier auf der Stirn? Da habe ich gedacht, oh, da ist eine Dame, die hat hier ein Muttermal, die sehe ich immer mal wieder. Da denke ich, die ist im letzten Leben erschossen worden. Kopfschuss. Das kann man sich das Muttermal nicht erklären. Ja, also warum haben Menschen Krankheiten, die nicht heilbar sind? Da ist irgendwas im letzten Leben passiert. Also so verstehe ich das. Frau Volk, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen.